Ja, ich gebe heute einen Podcast raus mit wunderschönen animierten Bildern von Freude, Strand, Urlaub. Und das mache ich deshalb, weil ich eventuell für dich eine Erkenntnis habe, die dir den Weg aus Depressionen, aus depressiver Verstimmung ebnet und du gespannt sein darfst, ob es dir hilft und ob es womöglich eine Lösung eines Riesenproblems für dich darstellt. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast. Heute ist das Thema, inwieweit schafft man es, womöglich durch die Veränderung von Ernährungsgewohnheiten auch eine psychische Erkrankung zu verändern. Ja, das ist ein ganz heikles Thema und ich habe lange mit mir gerungen, ob ich das Thema in der Form überhaupt ansprechen kann. Es geht grob um das Thema Depression und ich habe am eigenen Leib erfahren, dass es einen Zusammenhang geben kann, nicht muss. Deshalb habe ich mich auch so schwer damit getan, das überhaupt jetzt rauszugeben in die Welt. Also, dass es einen Zusammenhang geben kann zwischen Ernährung und depressiver Verstimmung. Jetzt ist natürlich die große Frage, um welche Ernährung ginge es da? Ja, und das, was nach meiner Erkenntnis da am ehesten in Frage kommt, das ist eben eine Sache, das kann man tatsächlich ausprobieren, an sich selber austesten und ihr lauft Gefahr, im positiven Sinne, dass sich eine, ich sag mal jetzt, depressive Verstimmung bis zu einer Depression dadurch verändern lässt in Richtung psychische Gesundheit. Hohes Gut und ein hoher Anspruch. Das, was ihr feststellen könnt, wenn ihr bestimmte Ernährungskomponenten weglasst, ich komme gleich darauf, um was es geht, ist, dass sich euer Mindset, eure innere Haltung, das Gefühl für das, was euch erfreut, was euch glücklich macht, also die Leichtigkeit im Leben, das, was immer das war, was ihr gewohnt war bis zu einem bestimmten Tag womöglich, dass sich das wieder einstellt. Es kann durchaus sein, dass es diese Erkrankung, diese Depression bis zu dem Tag X bei euch in eurer Wahrnehmung gar nicht gab und dass es dennoch möglich ist, durch die Veränderung einer Ernährung die Depression ein Stück weit oder hoffentlich auch ganz für euch auszuschalten, wegzubringen, zu überwinden. Das wäre ja ein Traumziel. Der Punkt, den ihr ausprobieren könnt, beziehungsweise die Ernährungsform, die ihr für euch wählen könnt, ist in diesem Fall glutenfreie Ernährung. Ja, ich weiß, glutenfreie Ernährung wird in der Öffentlichkeit unglaublich gerne zerrissen. So nach dem Motto, das ist alles eingebildet und das braucht kein Mensch, außer die massiv stark unter Zöliakie, also unter einer entzündlichen Darmerkrankung leiden, die nach jedem Essen Durchfälle entwickeln, denen man das mehr oder weniger ansieht. Das ist das Gebiet, was die Medizin für sich bislang erobert hat.
Die Entdeckung, die ich gemacht habe, und ich habe dazu weitere Informationen, die ich jetzt nicht alle ausbreiten möchte, aber es gibt eine fundierte Grundlage zu dem, was ich jetzt sage. Die geht tatsächlich in die Richtung, dass es Menschen gibt, und das scheinen nicht allzu wenige zu sein, die durch das Weglassen von glutenhaltigen Lebensmitteln eine Stimmungsveränderung erfahren, die sie überhaupt nie für möglich gehalten hätten. Ja, jetzt die große Herausforderung, die auf dich wartet, wenn du das ausprobieren willst, ist erstens, dass du dir am besten auf der Seite der Zöliakie-Gesellschaft anschaust, in welchen Lebensmitteln sich Gluten versteckt. Denn es ist nicht damit getan, ausdrücklich nicht, einfach nur auf Weizen zu verzichten. Also informiere dich umfänglichst, was alles Gluten enthält, und verzichte komplett auf all diese Ernährungsformen beziehungsweise auf diese Nahrungsmittel. Einen kleinen Tipp möchte ich geben: Wenn zum Beispiel auf einem Lebensmittel draufsteht, kann Spuren von Gluten enthalten, dann bedeutet das für jemanden, der durch Gluten in eine depressive Verstimmung rutscht, dass er dieses Lebensmittel sehr wahrscheinlich essen darf, ohne dass es Auswirkungen hat. Also kann Spuren von Gluten enthalten, ist zumindest der Hinweis für dich, dass du bei diesem Lebensmittel sicher sein kannst, dass da kein Gluten in Mengen drin ist, sondern eben dieser Spurenhinweis hat etwas damit zu tun, dass vielleicht auf der Produktionsstrecke Gluten mitverarbeitet wird. Also das ist eine gute Leitlinie für was man essen kann, wenn es darum geht, zu überprüfen, ob eine Depression, eine depressive Verstimmung sich verabschiedet nach der Enthaltsamkeit von mindestens über 2, 3, 4, womöglich sogar 6 Monate. Also es ist eine relativ große Zeitepisode, die vor dir liegt, wenn du das testest. Es kann aber auch sein, dass du eine Stimmungsverbesserung und wirklich dieses Aufhellen deiner Stimmung schon nach 2, 3 Wochen erfährst. Mancher erfährt es sogar schon nach 1, 2, 3 Tagen, dass sich da was ändert. Aber ich weise nochmal darauf hin, wichtig ist, vorher sich genau mit dem Thema, was enthält alles Gluten, auseinanderzusetzen. Roggen, Gerste, Weizen, das sind alles Dinkel, ganz hochgradig glutenhaltig. Das sind alles Körner, Nahrungsmittel, die Gluten enthalten. Die darfst du auf keinen Fall in irgendeiner Form essen, wenn du diesen glutenfreien Versuch für dich unternimmst. Das ist eine Chance, und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ich lebe seit 2013 normalerweise kontinuierlich glutenfrei. Ich habe kleine Kurzausflüge zurück in Glutenkonsum getätigt, auch in so wenig Glutenkonsum, dass ich sagen kann, das war zum Beispiel, es gibt eine Schokoladensorte, die enthält Gerstenmalzextrakt. Da kommt man im Leben nicht drauf. Diese Schokoladensorte habe ich konsumiert und erstmal habe ich überhaupt nicht kapiert, dass Gerstenmalzextrakt im Körper diese Glutenantwort bei mir auslöst. Das heißt nicht im Körper an sich, sondern im Gehirn. Also Gluten ist nach meiner Wahrnehmung, ich rede hier von meinen eigenen Wahrnehmungen und meinen eigenen Erkenntnissen,
etwas, was Gehirnbiochemie verändern kann. Und diese Biochemie des Gehirns kann dazu führen, dass du absolut oder auch nur eingeschränkt depressiv, stimmungsschwankend reagierst. Das ist sehr tragisch, weil wenn die Depression aus dieser Ecke gründet, dann wäre es ein leichtes, sie abzustellen. Von daher kann ich dir nur ans Herz legen, es mal auszuprobieren und eine gute Zeit wirklich glutenfrei zu essen. Du hast es in der heutigen Zeit sehr, sehr leicht, denn es gibt ein riesen Warenangebot an glutenfreien Lebensmitteln, die schon fertig als Backmischung existieren, als Brotaufstriche existieren. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Lebensmittel, die von sich aus kein Gluten enthalten, wie zum Beispiel jede Sorte von Obst und Gemüse. Es sei denn, es ist das Gemüse, was wieder Weizen, Roggen oder sonst was beinhaltet. Also die Gemüsesorten darfst du natürlich dann nicht konsumieren, musst sie meiden. Alle anderen Obst und Gemüse, wenn du sie frisch konsumierst, kannst du davon ausgehen, dass sie kein Gluten enthalten. Wie gesagt, zu den Fallstricken ist es absolut sinnig, sich auf der Seite der Deutschen Zöliakiegesellschaft zu informieren. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Lebensmittel, in denen Gluten verarbeitet wurde und wird, wo du überhaupt nicht drauf kommst. Gummibärchen zum Beispiel. Alle möglichen Schokoladen, in denen sich Kekse befinden, Eissorten. Schau auf die Packung, guck zuerst nach Weizen, guck aber auch nach Gerste, Roggen und modifizierter Stärke und Glukosesirup. Aber wie gesagt, diese Kenntnis dessen, was tatsächlich alles Gluten enthält, das ist ein Buch mit 7 Siegeln, das du dir leider im Vorfeld erstmal angucken darfst, um dann diesen Glutenfaktor für dich komplett auszuschalten. Gib dir auch Zeit, zieh es eine Weile durch, lass es eine Weile einfach wirken, sodass sich dein Körper frei macht von diesem Stoff, der gehirnaktiv sein kann. Und, jetzt kommt der nächste Hinweis, wenn du Menschen fragst, die normalerweise auf Glutenaktivität untersuchen würden, also meistens sind das ja Ärzte, Gastroenterologen oder auch Allergische, also Ärzte, die sich mit Allergenen beschäftigen, Allergologen nennt man die. Wenn du zu denen gehst und da diese Frage stellst im Hinblick auf Gehirnaktivität, dann werden die dich auslachen und nach Hause schicken und mit dir keinen Test machen. Der Test, der für dich relevant ist, ist der Wechsel in eine glutenfreie Nahrung und zwar absolut konsequent. Nur wenn du konsequent bist, kannst du dieses Ergebnis erzielen. Ja, das ist harter, starker Tobak, das weiß ich wohl. Ich kann nur jetzt wieder aus eigener Erfahrung sagen, es lohnt sich absolut. Das Leben fühlt sich einfach gut an, wenn man nicht mit diesem hirnaktiven Stoff oder nicht unter diesem hirnaktiven Stoff leidet und nicht mit diesem hirnaktiven Stoff versorgt wird. Und dann eben auch dennoch ein Riesenangebot an Lebensmitteln hat. Einen Hinweis möchte ich noch geben, wenn du gefrorenes Obst oder Gemüse kaufst und verarbeitest, achte da möglichst darauf, dass es glutenfrei gekennzeichnet ist. Denn gerade gefrorenes Gemüse wird häufig mit Weizenmehl eingestaubt und ist insofern
kein reines Gemüse, sondern wieder kontaminiert, sagt man ja, mit Gluten. Es gibt glutenfreies Brot, es gibt, wie gesagt, ganz viele Lebensmittel, die von Haus aus glutenfrei sind. Beschäftige dich mit dem Thema, wenn Depression für dich ein Problem darstellt in deinem eigenen Leben. Wenn es um andere Menschen geht, ja, kannst du denen gerne das Video weiterleiten, aber das kann nur jeder selbst für sich entscheiden, weil es schon eine ziemlich umfängliche Entscheidung ist, sich sozusagen von heute auf morgen von Gluten frei zu sprechen. Ja, jetzt wünsche ich dir alles Gute, lass die Informationen sacken, teste es aus, glaube mir nichts, überprüfe selber, ob das für dich relevant ist und ich wünsche dir damit sehr viel Erfolg und alles Gute, alles Liebe und ich sage für heute ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, darfst du mir gerne ein Like hinterlassen. Kannst ihn auch gerne weiterleiten an Menschen, die ja vielleicht davon betroffen sind und eventuell einfach mal was anderes ausprobieren möchten, um so etwas wie diese massiven Stimmungswechsel oder auch Stimmungstiefs für sich endlich mal überwinden zu können. Alles Gute, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.